Hallo, hier ist Thorsten von Dein DLRP und heute lade ich euch zu einer kleinen Geschichtsstunde ein. Am 12. April 2022 feiert Disneyland Paris seinen 30. Geburtstag. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, die letzten 30 Jahre und sogar ein bisschen mehr genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder etwa nicht? Ich finde, das bietet sich geradezu an und daher möchte ich euch heute mitnehmen auf eine Zeitreise, die bis zu den Anfängen von Disneyland Paris zurückreicht. Und das bedeutet, wir tauchen ganz tief in die Disney-Geschichte ein. Denn bevor es am 12. April 1992 endlich hieß, Disneyland Paris ist eröffnet, war bereits sehr viel geschehen. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, kommt hier einmal das Intro. So, hier bin ich wieder. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr ganz viele Videos von uns sehen wollt zukünftig, dann abonniert doch direkt unseren Kanal, indem ihr den roten Button klickt und danach die graue Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Nun lehnt euch aber ganz entspannt zurück und kommt mit mir auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Wie bereits erwähnt, war am 12. April 1992 der große Tag gekommen. Michael Eisner eröffnete Euro Disney. Naja, in einem Französisch, das ungefähr so gut ist wie meines. Excuse me, if you want to say it's cold for you, isn't it? I have to translate what Michael says. The moment has arrived to welcome the world to Euro Disney. And here to make that welcome Wir sind is the Vice Chairman of the Walt in Disney Europa, Company, jetzt zu Gast und ich als der Präsident von Disney stelle Ihnen jetzt Roy Disney vor. Er ist der Neffe des guten alten Walt Disney, sieht ihm auch ein bisschen ähnlich. Thank you, everyone. I'd like to dedicate Euro Disney by using the words of a remarkable man, my uncle Walt Disney. He said them on the day one of his fondest dreams came true. To all who come to this happy place, welcome. Onkel This Walt is Disney, your land. er sagt, das wäre jetzt einer der schönsten Tage in seinem Leben gewesen, weil ein Traum auch für ihn wahr wird. We hope that it will be a source of joy and inspiration to the world. Now I'd like to ask Michael and Bob Fitzpatrick, the president of Euro Disney, to join me as we cut the ribbon that will officially open the park. So, jetzt wird das Band durchgeschnitten. Now they're gonna cut the ribbon. Der große Moment. Die Chairmänner werden jetzt zu Scherenmännern. Und dieser Schnitt wird als der Eisner-Schnitt in die Geschichte von Disney World eingehen. Euro Disney officiellement ouvert. Und jetzt offiziell eröffnet. Doch ehe Michael Eisner gemeinsam mit Mickey Mouse das rote Band am Sleeping Beauty Castle zerschneiden konnte, war es ein langer und teilweise sehr, sehr steiniger Weg. Die Idee für Disneyland Paris war schon früh geboren und geht auf Walt Disney persönlich zurück, auch wenn er selbst an der Planung für dieses Resort natürlich nicht mehr beteiligt war. Aber Walt Disney hatte schon bald nach der Eröffnung seines ersten Parks, dem Disneyland in Anaheim im Jahr 1955 und dessen großen Erfolg, die Idee, weitere Freizeitparks zu bauen. Zunächst natürlich vor allem in den USA und so entstand bald nach der Eröffnung des Disney-Parks in Anaheim das weit größere Walt Disney World bei Orlando in Florida. Leider verstarb Walt Disney bereits im Jahr 1966 viel zu jung und konnte an den finalen Planungen für Walt Disney World gar nicht mehr mit beteiligt sein, aber vieles geht auf seine Ideen zurück. Und später konnte er natürlich auch den enormen Erfolg seiner Parks gar nicht mehr miterleben. Aber sein Bruder Roy nahm das Ruder in die Hand und setzte alles daran, die Vorstellungen seines Bruders Walt zu verwirklichen. So konnte 1972 Walt Disney World eröffnen, das also 50 Jahre feiert, so wie wir 30 Jahre. Bereits damals, in den 70er Jahren, gab es Pläne, einen Disney-Park in Europa zu errichten. Doch diese wurden zunächst nicht weiterverfolgt, da der Fokus erst einmal auf Disneys zweiten Park in Florida lag, Epcot. Und so wurde das von der Oriental Land Company in Lizenz betriebene Tokyo Disneyland der erste Disney-Park außerhalb der USA.
Doch vergessen war das europäische Ressort damit nicht. In den frühen 80er Jahren, als Michael Eisner und Frank Wells das Steuer der Walt Disney Company übernommen hatten, wurden die Pläne wieder aufgegriffen. Das Potenzial wurde als riesig erachtet, weil schon damals rund 2 Millionen Europäer pro Jahr die Disney-Parks in den USA besuchten und auch die Filme und Comics aus dem Hause Disney in Europa sehr erfolgreich waren. Die Comics in Europa sogar viel erfolgreicher als im Heimatland von Disney. Beste Voraussetzung also, um ein Disney-Resort in Europa zu errichten. Außerdem hat es sich mit der Eröffnung von Tokyo Disneyland 1983 gezeigt, dass das Konzept der Disney Parks auch außerhalb der USA funktionierte. Die Suche nach einem geeigneten Standort begann. Allerdings gestaltete sich die Suche gar nicht so einfach. Insgesamt wurden mehr als 1000 verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. Nach intensiver Recherche kamen dann vor allem noch 4 Länder in Frage. Es war einerseits Spanien. Für Spanien als Standort von Euro Disney sprachen vor allem die klimatischen Bedingungen, die denen der beiden US-amerikanischen Standorte ähnelten, sowie die Nähe zum Mittelmeer als attraktiver Urlaubsregion. Die Lage, die eher am Rande Europas ist, und die eher schlecht ausgebaute Infrastruktur und, nicht zu vergessen, die politische Situation, schließlich war Spanien damals erst seit wenigen Jahren eine Demokratie, sprachen gegen das Land. Eine wichtige Rolle spielte auch das Klima, in erster Linie die Mistralwinde wurden als zu hohes Risiko eingestuft. Großbritannien stand ebenfalls zur Diskussion. Dafür hätte die deutlich geringere Problematik mit der Sprache gesprochen, auch die große Affinität der Bürger Großbritanniens zu Disney und der hohe Anteil von britischen Disney-Gästen in den US-Parks. Dagegen allerdings das Klima, der Mangel an Flächen, die zum Bau geeignet gewesen wären, und die Anbindung an das restliche Europa. Für Deutschland sprachen die hervorragende Infrastruktur und das hohe Durchschnittseinkommen. Aber die hohen Landpreise und der Mangel an geeigneten Bauflächen sorgten schnell dafür, dass Deutschland bald aus den Überlegungen ausschied. Dazu kam allerdings vor allem auch, dass Deutschland damals sozusagen am Rande der westlichen Welt lag. Denn in den frühen 80er Jahren konnte noch niemand absehen, dass 1989 die Mauer fallen und der Eiserne Vorhang Geschichte sein würde. Aber hohe Landpreise etc. hin oder her, dazu hat uns einmal ein Manager von Disneyland Paris berichtet, dass man sich sicher sei, dass die Entscheidung für Deutschland gefallen wäre oder man zumindest alles daran gesetzt hätte, Deutschland als Standort gewinnen zu können, wenn man 1985, 1987 gewusst hätte, dass 1989 die Mauer fallen würde und damit Deutschland ins Zentrum Europas rücken würde. Aber den Eisernen Vorhang gab es noch und es war nicht absehbar, dass er bald Geschichte sein würde. Blieb Frankreich. Und für Frankreich sprach die große Bereitwilligkeit der Regierung, das Projekt zu unterstützen, sowie das Vorhandensein großer, ebener Bauflächen, die für das Ressort ideal erschienen. Dazu kamen als überzeugende Argumente die Nähe zur Millionenmetropole Paris, die relativ zentrale Lage in Europa und die gute infrastrukturelle Basis der Region. Außerdem hatten Untersuchungen gezeigt, dass viele Franzosen ihren Urlaub gerne in ihrer Heimat verbringen und nicht so gerne ins Ausland reisen, wie zum Beispiel die Deutschen das tun. Umgekehrt hingegen wird Frankreich von viel mehr Touristen besucht als alle anderen Länder in Europa. Am Ende wurde das Rennen zwischen 3 Standorten entschieden. Das waren Barcelona, Marseille und Paris. Marseille fiel recht schnell aus dem Rennen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sich im Untergrund des angedachten Geländes massive Felsformationen befanden. Und Spanien erschien, unter anderem aufgrund der relativen Randlage in Europa, ebenfalls nicht mehr so attraktiv. Für Paris sprach schlussendlich der Kompromiss zwischen brauchbaren klimatischen Bedingungen und der idealen Lage in Zentraleuropa. 68 Millionen Menschen lebten damals in einer Autoentfernung von nur 4 Stunden. 300 Millionen waren nur 2 Flugstunden entfernt. Und Paris als Touristenmagnet, der ein großes Potenzial versprach, war natürlich auch nicht zu verachten. Dazu kamen attraktive Zusicherungen der französischen Regierung, so konnte Disney das benötigte Land zu Vorzugspreisen erwerben, großzügige Investitionen in die Infrastruktur wurden versprochen und zudem durfte sich die Walt Disney Company über Steuererleichterungen freuen. Nachdem Michael Eisner sich am Ende auch noch persönlich versichert hatte, dass die Fahrzeit mit der RER bzw. der Metro vom Stadtzentrum Paris bis zum geplanten Euro-Disney-Standort bei Marne-la-Vallée nach Ausbau der RER nicht mehr als 45 Minuten betragen würde, war die Entscheidung gefallen und am 24. März 1987 wurde ein Vertrag zwischen Michael Eisner und dem französischen Ministerpräsidenten Jacques Chirac zum Bau des Euro-Disneyland geschlossen. Euro-Disney war auf den Weg gebracht. Das Euro-Disney-Resort mit dem Disneyland Park, mehreren Hotels, einem Golfplatz und einem Vergnügungsviertel würde in Marne-la-Vallée entstehen.
Um Disneyland Paris dann tatsächlich zu realisieren, wurde ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, die Euro Disney SCA. Die Walt Disney Company sollte 49% der Anteile halten. Das Maximum, das für ausländische Konzerne nach damaligem französischem Recht möglich war. Die restlichen 51% sollten weitere Investoren, vor allem aus Europa, übernehmen. Allerdings war vorgesehen, dass die Walt Disney Company als größter Anteilseigner die Geschicke des Ressorts bestimmt. Übrigens, dass der erste Disney-Park in Europa am Ende in Frankreich gebaut wurde, war eigentlich, wenn man die Geschichte der Familie Disney betrachtet, nur folgerichtig. Der Name Disney leitet sich von d'Isigny ab, was so viel bedeutet wie aus Isigny. Damit ist der Ort Isigny-sur-Mer in der Normandie gemeint, der heute vor allem für seine weltberühmte Butter bekannt ist, die zum Beispiel auch in Walts Restaurant in der Main Street serviert wird. Und es gab noch eine Weiterverbindung von Walt nach Frankreich, der hier im zeitlichen Umfeld des Ersten Weltkriegs als Ambulanzfahrer aktiv war. Und auch später auf seinen Europareisen hat er eine große Affinität zu Frankreich entwickelt. Nachdem dann auch irgendwann endlich die bürokratischen Hürden genommen waren, rollten die Bagger im Sommer 1988 nach Marne-la-Vallée und die Arbeiten an Euro Disneyland begannen. Damit entstand rund 32 Kilometer östlich von Paris eine der größten Baustellen Europas und damit das zweite Mammutprojekt in Frankreich, denn zeitgleich wurde der Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien gegraben. Das eigens für Disneyland Paris gegründete Unternehmen Euro Disney SCA wurde ab Oktober 1989 an der Börse gehandelt. Der Start dieses Wertpapiers an der Pariser Börse war allerdings alles andere als glanzvoll. Zumindest für Michael Eisner, der zum Börsenstart extra nach Paris gereist war und sich dort mit einigen Disney-Figuren auf der Bühne zeigte. Sein Auftritt wurde jedoch nicht bejubelt, vielmehr wurde Eisner ausgebuht und mit Tomaten und Eiern beworfen. Was war geschehen? Die Pläne hörten sich doch nach einer geradezu märchenhaften Erfolgsstory an. Oder etwa doch nicht? An der Pariser Börse hatte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten versammelt, die der Kommunistischen Partei Frankreichs angehörten. Sie waren wenige, sorgten aber öffentlichkeitswirksam für sehr viel Aufmerksamkeit. Grund für ihren Ärger war die milliardenschwere Unterstützung des französischen Staates für ein amerikanisches Unternehmen. Während die französische Regierung fest vom Nutzen ihres Handels überzeugt war und davon ausging, dass Disney zu einem Motor für die Region werden würde, eine Auffassung, die auch das Regionalparlament der Île-de-France folgte, sahen Einwohner der betroffenen Gemeinden die Entwicklung zum Teil anders. Sie waren nicht in den Planungsprozess mit einbezogen worden und standen nun einer drastischen Veränderung ihrer Heimat gegenüber. Auf den Äckern und Feldern, die sie teilweise seit Jahrhunderten bewirtschaftet hatten, entstand nun ein Vergnügungspark. Gleichzeitig regte sich im Kreise der französischen Intellektuellen Widerstand, der sich gegen den amerikanischen Kulturimperialismus richtete. Dieser Widerstand gipfelte in der Aussage der Theaterregisseurin Ariane Mnouchkine, Euro Disney sei ein kulturelles Tschernobyl. Dazu kamen verschiedene Auftritte von Disney-Verantwortlichen, die sich in verschiedenen Interviews und Fernsehauftritten eher selbstherrlich präsentierten. Die Kritik an Euro Disney war laut und auch über die Grenzen Frankreichs hinaus deutlich hörbar. Doch sie war allenfalls eine kleine Hürde, aber kein echtes Hindernis. Die Arbeiten an Disney Resort schritten weiter voran. Auf den Seiten Disneys herrschte weiterhin Optimismus und die Disney Imagineers widmeten sich dem neuen Projekt mit Feuereifer. Sie setzten sich zum Ziel, die Fehler und Mängel der zuvor entstandenen Disney-Parks zu vermeiden und die klassischen Disney-Attraktionen zu verbessern. Sie waren sich bewusst, dass sie im Herzen Europas, wo hinter jeder Wegbiegung ein Baudenkmal und auf jedem Berg ein Schloss oder eine Burg steht, ein Magic Kingdom errichten wollten, das dem europäischen Anspruch gerecht werden musste. So stellte Tony Baxter fest: Wir bauen ein Resort neben einer der kultiviertesten Städte der Welt. Wir treten in Konkurrenz zur großartigen Kunst und der Architektur Europas. Wir müssen etwas Einzigartiges schaffen. Das Herzstück des ganzen Euro-Disney-Komplexes war natürlich der Themenpark. Für diesen Park wurde das klassische Layout des Magic Kingdoms mit dem Schloss als zentralem Fixpunkt übernommen. Allerdings wurden einige Anpassungen vorgenommen und der Park damit auf die europäischen Ansprüche angepasst. So wurde zum Beispiel das Frontierland verändert. Während dieser Bereich in den USA eher Tom Sawyer und Davy Crockett in Erinnerung ruft, wurde in Paris der Wilde Westen in den Fokus gerückt. Das Fantasyland wurde nach den Ursprungsländern der Märchen, die dargestellt wurden, ausgerichtet. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut euch doch unser Video über die Hintergrundgeschichte des Fantasylands an, zu dem ich euch jetzt einen Link einblende. Das Adventureland sollte die Heimat der Geschichten aus 1001 Nacht werden, gleichzeitig aber auch die Welt der Piraten beheimaten. Aus dem Tomorrowland der US-Disney-Parks wurde in Paris das Discoveryland. Statt den Fokus auf die Zukunft zu richten, die sich immer schneller selbst einholte, als Disney
das Land anpassen konnte, wurde hier die Welt der großen Visionäre gezeigt. Die Vorstellungen der Zukunft von H.G. Wells und Jules Verne wurden als Basis für diesen Themenbereich verwendet. Eine ganz besondere Herausforderung stellte das Schloss dar. Während die bisherigen Schlösser in Anaheim, Orlando und Tokio nach Vorbildern europäischer Schlösser gestaltet worden waren, musste für das Disneyland Paris natürlich ein ganz neuer Ansatz her. Denn die echten Schlösser, die Vorbilder für die Schlösser in den USA und in Japan, gab es hier in jeder Ecke. Die Imagineers entschieden sich schließlich für eine Mischung aus architektonischen Vorbildern und den Illustrationen von Eyvind Earle für den Film Sleeping Beauty. Auch in weiteren Punkten wurde das Euro-Disneyland den europäischen Bedingungen, vor allem was das Wetter anging, angepasst. So gibt es viel mehr überdachte Laufwege und geschützte Wartebereiche. Die Arkaden zu beiden Seiten der Main Street USA sind eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür. Neben dem Disneyland Park bestand das Resort in der Anfangsphase aus den 6 heute noch bestehenden Disney-Hotels. Die Gestaltung der Hotels und des Festival-Disney-Geländes lag nicht nur bei den Imagineers, sondern wurde in großen Teilen auch in die Hände von renommierten Architekten gelegt. So gestaltete Frank Gehry das Festival Disney, Michael Graves das Hotel New York, Robert Ames Stern die Hotels Newport Bay Club und Hotel Cheyenne, Antoine Krumbach die Sequoia Lodge und Antoine Prédoc das Hotel Santa Fe. Mehr über diese Hotels und ihre Gestaltung erfahrt ihr natürlich in unseren Videos zu den Hotels. Ich blende euch noch einen Link zu unserer Playlist dazu ein. Die Kosten für das Projekt stiegen und stiegen. Gleichzeitig wuchsen die Gewinnerwartungen der Investoren und Analysten. Aber auch Disney selbst zeigte sich enorm zuversichtlich. Die französische Wirtschaft erlebte eine Hochphase und dann fiel auch noch die Berliner Mauer. Europa war plötzlich frei und der potenzielle Markt noch viel größer als bei der ursprünglichen Planung angenommen. Disney sah dies als Gelegenheit an, die Preise für die Hotelzimmer nach oben anzupassen. Michael Eisner beschrieb diesen Prozess später als eine Spiralbewegung, die nicht aufzuhalten gewesen sei. In dieser Boomphase sah es Disney als realistisch an, den zweiten Themenpark, der von Beginn an zu den Planungen für das Resort in Paris enthalten war, bereits 1996 eröffnen zu können. Während die Bauarbeiten am Resort von den Toren von Paris auf Hochtouren liefen, startete Disney einen europaweiten Werbefeldzug für Euro-Disneyland. Im Fernsehen liefen Shows, die nicht nur Disney-Cartoons zeigten, sondern auch die Disney-Parks in den USA vorstellten und das neue Resort in Frankreich ankündigten. Eine Art Roadshow zog durch die verschiedenen europäischen Großstädte und die ersten Disney-Stores in Europa wurden eröffnet. Auf den Disney VHS-Kassetten, erinnert sich noch, waren zu dieser Zeit kurze Werbefilme für Disneyland Paris enthalten. Gleichzeitig wurden Kooperationen mit großen und bekannten Firmen eingegangen, um das Projekt Euro Disney schon vor der Eröffnung europaweit bekannt zu machen. Eine der wohl bis heute bekanntesten Maßnahmen war die Kooperation mit dem Fastfood-Riesen McDonald's. In den damals als Junior-Tüte benannten Mahlzeiten für Kinder gab es Disney-Spielzeug als Zugabe, das sich richtig großer Beliebtheit erfreute. Der Weg für die Eröffnung von Euro Disneyland war dabei geebnet und, es schien eine glorreiche Zukunft für das Resort zu geben. Dass es ganz anders kommen sollte, darüber reden wir jetzt. Am 12. April 1992 war es soweit. Euro Disneyland wurde feierlich eröffnet. Dieses Ereignis wurde auch in den europäischen Medien umfassend aufgegriffen. In Deutschland lief am Abend des 12. April 1992 die Eröffnungsgala, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde. Doch allen Bemühungen zum Trotz wurde Euro Disneyland zunächst kein Erfolg. 1994 stand Euro Disneyland kurz vor dem Bankrott und es sah so aus, als würde das europäische Disney-Märchen kein Happy End haben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen wurden natürlich von Seiten des Disney-Konzerns viele Fehler gemacht. Vor allem die Preise waren allgemein zu hoch angesetzt. Auch Erwartungen für die Ausgaben der Gäste vor Ort, für Merchandise, für Essen, waren viel zu hoch und wurden an den Erfolgen in Japan gemessen, die in Europa einfach unrealistisch waren. Diese Fehlkalkulationen in Anbetracht der wirtschaftlichen Rezession, in die Europa verfallen war, waren fatal. Die Arbeitslosigkeit in vielen europäischen Ländern, insbesondere auch in Frankreich, nahm ungeahnte Dimensionen an. Und auch der Immobilienmarkt brach ein. Das war ein echtes Problem für Disney, war doch vorgesehen, die Umgebung des Resorts möglichst rasch auch mit Wohnbebauung zu entwickeln. Die Kombination aus Fehlkalkulation und allgemeiner Lage hätte das europäische Disneyland beinahe in die Knie gezwungen. Nichtsdestotrotz erfreuten sich am Euro Disneyland schon der Anfangszeit Millionen von Besuchern. Und heute hat es jährlich mehr Besucher als Louvre und Eiffelturm gemeinsam. Bereits im ersten Jahr nach der Eröffnung kamen rund 11 Millionen Gäste, was allerdings deutlich unter den Erwartungen von Disney lag, die sich auch, ihr habt
von dieser Spiralbewegung, die Michael Eisner erwähnt hat, gehört, immer weiter nach oben geschraubt hatten. Die Gäste, die das Resort besuchten, verhielten sich allerdings anders als angenommen, zumindest zu großen Teilen, und das sorgte für weitere Probleme. Zum einen hatte Disney die Nachfrage nach einem Frühstück im Hotel völlig unterschätzt. Hier war davon ausgegangen worden, dass sich ein großer Teil der Besucher mit einem Kaffee begnügen würde, wie es eben in Frankreich üblich war. Vor und in den Frühstücksräumen der Hotels bildeten sich daher enorme Schlangen und es hagelte Beschwerden. Übrigens eine Situation, die bis heute nicht wesentlich besser geworden ist. Das führte natürlich zu schlechten Bewertungen, zu schlechter Mundpropaganda. Dazu kam, dass auch die Nachfrage nach Restaurants mit Tischbedienung weit weniger groß war als angenommen. Dies wurde rasch angepasst und die Sitzplätze vom Walls American Restaurant im Erdgeschoss aufgegeben. Der Explorers Club wurde zum Fast-Food-Lokal Colonel Hartys Pizza Outpost und das Café de Visionnaire im Discoveryland wurde völlig aufgegeben. Dort findet ihr heute das Annual Pass Büro. Auch die Weigerung, Disneys Alkohol im Park auszuschenken, stieß auf wenig Verständnis bei den Gästen und wurde 1993 zurückgenommen. Als äußerst problematisch erwies sich auch das Merchandise. Die qualitativ damals wirklich hochwertigen und teils sehr exklusiven Produkte, die in den Shops zu finden waren, trafen weder den Geschmack der Gäste, noch waren sie für den Geldbeutel der meisten Besucher geeignet. Wer wollte schon beim Besuch eines Freizeitparks einen echten Oldtimer kaufen? Und ja, das gab es wirklich. Hier musste nachgebessert werden, was auch geschah, aber die Gewinnspanne Disneys spürbar schrumpfen ließ. Ein weiteres Problem war die Auslastung der Hotels. Prognostiziert worden war eine Auslastung von gut 80%. Tatsache war eine Belegung von rund 60%. Dies führte sogar dazu, dass Disney gezwungen war, das größte Hotel, den Newport Bay Club, für einige Monate zu schließen. Unerwartet für Disney war auch, dass deutlich mehr Gäste als angenommen ihren Aufenthalt über Reiseveranstalter und Reisebüros buchten und nicht bei Disney direkt, sodass höhere Provisionszahlungen als erwartet vorgenommen werden mussten, was den Gewinn weiterhin schmälerte. Trotz der finanziellen Schieflage, die sich bereits 1993 abzeichnete, wurde ein 2-jähriges Programm zum Ausbau der Kapazitäten des Parks auf den Weg gebracht. In diesem Zuge entstanden Attraktionen wie die La Galerie du Château, Les Pirouettes de Vuillaume-Melun, Le Pays de Contes et Fées, die Passage Enchantée d'Aladin und Indiana Jones and the Temple of Peril. Gleichzeitig begannen die Arbeiten an Discovery Mountain, der 1995 dann als Space Mountain de la Terre à la Lune eröffnet werden sollte. Da dies aber nicht zur Stabilisierung der finanziellen Lage ausreichte, mussten weitere Maßnahmen ergriffen werden, die vor allem ab 1994 eingeleitet wurden. Ein wesentliches Element waren große Events, die das internationale Interesse auf das Disney-Resort in Frankreich lenken sollten. So endete zum Beispiel die letzte Etappe der Rallye Paris-Dakar-Paris am 16. Januar 1994 in Disneyland. Und im gleichen Jahr führte die Schlussetappe der Tour de France von der Main Street USA zum Champs-Élysées nach Paris. Außerdem konnte am 19. Mai 1994 der TGV-Bahnhof in Marne-la-Vallée-Chessy eingeweiht werden, sodass Disneyland Paris 2 Jahre nach seiner Eröffnung an das europäische Schnellzugnetz angeschlossen war. Retteten all diese Maßnahmen das Resort? Wir werden es sehen. Nein, Euro Disney befand sich weiter in einer gewaltigen finanziellen Schieflage. Die Rettung sollte ein neuer Name, ein neues Image und ein arabischer Scheich bringen. Bereits im Sommer 1993 kam es zu harten Einschnitten im Resort und 1000 Mitarbeiter wurden entlassen. Um die finanzielle Situation zu verbessern, wurde zunächst vom Bau eines zweiten Parks, angelehnt an die MGM Studios in Walt Disney World, abgesehen und die Konzentration auf den ersten Park, der jetzt, wie das gesamte Resort, den Namen Euro Disneyland Paris trug, gelegt. Auch die Planungen für den Wasserpark Lava Lagoon, der für das Resort vorgesehen war, wurden nicht weiter verfolgt, da die Stabilisierung der Lage im Vordergrund stand. Doch das finanzielle Fundament konnte dadurch nicht entscheidend stabilisiert werden. Für das Geschäftsjahr 1993 wies die Euro Disney SCA einen Verlust von 1 Milliarde US-Dollar aus. Ein Schock. Es drohte die Zahlungsunfähigkeit. Ende 1993 musste die Walt Disney Company eingreifen. Michael Eisner verkündete damals, dass dafür gesorgt werden würde, dass das Resort bis Ende März 1994 liquide bliebe. Die Walt Disney Company sei aber nicht in der Lage, Euro Disney allein zu retten. Sollte keine Einigung mit den Banken erzielt werden, sei das Unternehmen bereit, Hotels und Park zu schließen. Die Gefahr damals für das Ende des Projekts Euro Disney war akut und sie war tatsächlich vorhanden. Wie wir aus der Geschichte allerdings wissen, sollte es so weit zum Glück nicht kommen. In harten Verhandlungen mit den Banken konnte am 14. März 1994
kurz bevor der Euro Disney SCA das Geld ausging, ein Rettungspaket geschnürt werden. Im Sommer 1994 betrat dann ein Prinz als Retter die Bühne, fast wie in einem Disney-Film. Prinz Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud, ein Abkömmling des saudischen Königshauses, steuerte $300 Millionen zur Kapitalerhöhung bei und schoss außerdem die notwendigen Mittel vor, um das Convention Center des Newport Bay Clubs auszubauen. Denn inzwischen hatte sich herausgestellt, dass das Geschäft mit Tagungen für Disney sehr einträglich war. Um das zu verdeutlichen, der Geschäftsbereich mit den Tagungen ist bis heute der einzige Geschäftsbereich, der in der kompletten Geschichte von Disneyland Paris Gewinne eingefahren hat. Damit war der Bankrott erst einmal abgewendet. Doch der Image-Schaden war gewaltig, denn natürlich war weltweit ausführlich über die prekäre Lage des Resorts berichtet worden. Die Folge war ein Besuchereinbruch. 1994 kamen nur noch 8,8 Millionen Gäste. Das Jahr 1994 war für Disney ohnehin schwierig. Zur finanziellen Schieflage des Euro-Disneylands, das als erster echter Misserfolg Michael Eisners gesehen wurde, der seit seinem Antritt als CEO 1984 von Erfolg zu Erfolg geeilt war, kam eine echte Tragödie hinzu. Im April 1994 kam Frank Wells, kongenialer Partner von Michael Eisner an der Spitze des Unternehmens, bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Damit verlor Michael Eisner einen engen Vertrauten und ein ausgleichendes Element in der Führung des Unternehmens. Eisner selbst hatte dann mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und es schien in der Folge, dass das Interesse der Disney Company an ihrem europäischen Ressort deutlich abnahm. Doch letztendlich war das Ressort für den Moment gerettet. Um die Marketingmaschine erneut ankurbeln zu können und einen deutlichen Schritt zu machen, wurde die Namensgebung erneut durchdacht. Auch weil die Vorsilbe Euro, die in der öffentlichen Meinung der Europäer einen negativen Beigeschmack hatte, der an Bürokratie und Geldgeschäfte erinnerte. Als neuer Name wurde ab 1995 Disneyland Paris gewählt. Mit dem Bau der neuen Top-Attraktion Space Mountain de la Terre à la Lune wurde im Discoveryland zudem eine Achterbahn eröffnet, die für einen riesigen Besucheransturm sorgte und für schwarze Zahlen am Ende des Geschäftsjahres 1995. Zwar war damit die finanzielle Situation des Disneyland Paris noch nicht rosig und es sollten auch immer wieder Jahre mit Verlusten folgen, aber zumindest zeigten die Signale für den Moment deutlich nach oben. Für 1995 war die Bilanz auf jeden Fall positiv und wies einen Gewinn von $23 Millionen aus. Das ist natürlich sehr wenig im Vergleich zu einer Milliarde Verlust zuvor, aber immerhin einmal schwarze Zahlen. Der Beweis dafür, dass sich auch in Europa mit einem Disney-Resort Geld verdienen lässt, war erbracht. Auch die Besucherzahlen stiegen auf bis zu 12,6 Millionen Gäste im Jahr 1997 und damit einher ging auch die bessere Auslastung der Disney-Hotels. Langsam, aber sicher stabilisierte sich die Lage der Euro Disney SCA und auch das Stigma des Scheiterns schwand langsam aus der öffentlichen Wahrnehmung. Der Schuldenberg war allerdings immer noch vorhanden, nur stand er eben nicht mehr so im Mittelpunkt. Um diesen Schuldenberg nicht weiter anwachsen zu lassen, gab es einige einschneidende und schmerzhafte Entscheidungen, um die Betriebskosten möglichst niedrig zu halten. Davon waren unter anderem auch die Instandhaltung und die Pflege des Disneyland Parks und der Hotels betroffen. Dass dies eine Milchmädchenrechnung war und das Ressort langfristig große Summen kosten sollte, war damals nicht abzusehen. Eher wollten es die Verantwortlichen einfach nicht sehen. Es folgten weitere Neuerungen und Innovationen, sowohl im Disneyland Park als auch im gesamten Resortgelände. Der Bau des Val d'Europe, einem Geschäfts-, Einkaufs- und Wohnkomplex, das bald 40.000 Einwohner und 60.000 Arbeitsplätze beherbergen sollte, wurde begonnen. Ein neuer RER-Bahnhof, eine Außenstelle der Universität Marne-la-Vallée sowie diverse Schulen, Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen gehörten ebenfalls zur Planung und sind inzwischen verwirklicht. Im Val de France und am Golfplatz wurden in Zusammenarbeit mit externen Hotelketten neue Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen. So entstanden 6 neue Hotels: Marriott's Village d'Île-de-France, Radisson Blu Hotel, Magic Circus Hotel, Dream Castle Hotel, Explorers Hotel und ein Curiat Hotel, das inzwischen Campanie heißt. Auch das Disney Village wurde um einige Bereiche erweitert, unter anderem entstand hier ein Planet Hollywood Restaurant sowie der Gaumont Kinokomplex. Es kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass die Anfangsjahre des Disneyland Paris sehr, sehr holprig waren. Aber das größte Projekt seit der Eröffnung und damit ganz, ganz viele neue Probleme sollten noch bevorstehen: der Bau der Walt Disney Studios Paris. Dieser zweite Themenpark basiert auf der Idee, die schon 1995 angedacht war und befindet sich zwischen dem Disneyland Park und dem Disney Village. Die Eröffnung des Walt Disney Studios Park erfolgte am 16. März 2002. Allerdings erwog Disney zunächst, statt eines zweiten Themenparks den Disneyland Park auszubauen und dort neue Attraktionen zu errichten.
Hier hätte bestehende Infrastruktur genutzt und das Angebot des Parks erweitert werden können. Der Entschluss, schließlich einen zweiten Themenpark zu errichten, kam maßgeblich aus den vertraglichen Verpflichtungen mit dem französischen Staat. Gleichzeitig hoffte Disney darauf, mit einem zweiten Park die Verweildauer der Gäste und damit die Auslastung der Hotels zu erhöhen, ähnlich wie es zuvor schon in Walt Disney World gelungen war. Am 29. September 1999 kündigte Euro Disney den Bau der Disney Studios an. Allerdings lief auch hier nicht alles reibungslos. Zunächst wiederholte man einige Fehler des ursprünglichen Baus und machte viele neue. Die einstigen Pläne für einen Disney MGM Studios Park in Europa, wie Disney ihn ursprünglich noch Anfang der 90er Jahre bauen wollte, schienen nun zu ambitioniert zu sein und vor allen Dingen zu teuer. Dieser Park hätte auch ein echtes Studio mit zahlreichen Filmateliers sein sollen, in denen es tatsächlich Spielfilme gedreht wurden und in denen Trickfilme animiert worden wären. Ein Konzept, das in Florida umgesetzt worden war, aber wo sich sehr schnell gezeigt hatte, dass das nicht so richtig aufging. So wurden diese Pläne verworfen, allerdings nicht vollkommen, denn am Grundgedanken eines Studioparks wurde festgehalten. Wie bereits erwähnt, eröffnete der Walt Disney Studios Park am 16. März 2002 und damit kurz vor dem 10. Geburtstag von Disneyland Paris. $600 Millionen soll der Park gekostet haben. Wobei nicht so ganz nachvollziehbar ist, wohin dieses Geld geflossen ist, denn der Park war bei seiner Eröffnung winzig. Es gab nur eine Handvoll Attraktionen, nur wenige Restaurants und Shops. Die Preise waren erneut zu hoch, obwohl der Park viel kleiner war, lag der Eintrittspreis auf dem gleichen Niveau wie der des Disneyland Parks. Das ist doch heute noch so. Und die Gestaltung war, sagen wir, Disney untypisch. Mit der Ausnahme des grandiosen Frontlot und des Studio One war es vor allem auch zu kalt und zu nüchtern. Die Gründe dafür sind vor allem hausgemacht. Zum einen wurden die finanziellen Mittel eingeschränkt, wobei $600 Millionen nicht unbedingt wenig erscheint, aber für einen kompletten Freizeitpark auch nicht viel ist. Aber das Interesse an der Imagineering-Abteilung und aufwendig gestalteten Attraktionen war in dieser Phase im Hause Disney nicht besonders ausgeprägt. Dies zeigte sich nicht nur an dem Walt Disney Studios Park, sondern auch am 2001 eröffneten Disney's California Adventure sowie dem Hongkong Disneyland, das 2005 eröffnet wurde. Die Studios in Paris fügten sich nahtlos ein in eine Reihe von teils uninspiriert wirkenden Parks, die bei ihrer Eröffnung unvollständig wirkten. Zu sagen, der Walt Disney Studios Park wäre bei seiner Eröffnung ein Park ohne jegliche Highlights gewesen, ist allerdings auch falsch. Fans von Shows kamen in diesem Park voll auf ihre Kosten und grundsätzlich kann man sagen, dass Cinema Chic und auch die Stunt Show 2 für die damaligen Verhältnisse aufwendige und durchaus spektakuläre Shows waren. Doch das allein war einfach zu wenig, denn es gab lediglich 2 klassische Fahrgeschäfte, die Achterbahn Rock'n'Roller Coaster und das Karussell Flying Carpets over Agrabah. Und selbst dieses Karussell war ursprünglich für den Disneyland Park angedacht, wurde quasi in letzter Sekunde in die Studios gebaut, damit es eben nicht nur eine Fahrattraktion gab. Ergänzt wurden sie um die Tram-Tour, die einen Blick hinter die Kulissen eines Filmstudios ermöglichte. Dass das Konzept nicht aufging und kaum Besucher anlockte, verrieten die ersten Besucherzahlen. 12 Millionen Menschen hatte es 2001 nach Disneyland Paris gezogen, 2002 kamen gerade einmal 1 Million Gäste mehr. Die Eröffnung des Walt Disney Studios Park kann daher durchaus als absoluter Flop bezeichnet werden. Natürlich spielt hier auch die schwierige allgemeine Lage für den Tourismus eine Rolle. Die Tourismusbranche befand sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in einer riesigen Krise. Die Konjunktur in Europa befand sich im Abwärtstrend und damit einhergehend stiegen die Arbeitslosenzahlen. Keine gute Ausgangsposition. Doch mit einem Freizeitpark voller Knallerattraktionen hätte Disney mit großer Wahrscheinlichkeit einen besseren Start hingelegt. Diese Situation brachte, wie vorhin bereits angedeutet, das Ressort erneut in eine massive finanzielle Schieflage, die nur mit Hilfe großer Investitionen und dem Bau neuer Attraktionen abgemildert werden konnte. Bereits 3 Jahre nach der Eröffnung wurde eine groß angelegte Erweiterung angekündigt, um die Disney Studios zu einem vollwertigen Park zu machen. Wobei man erwähnen muss, dass sie das bis heute nicht sind. In den Geschäftsunterlagen von Disney wird intern der Park immer noch als ein Halbtagespark gesehen und selbst nach Fertigstellung der aktuell geplanten Erweiterungen wird von einem Dreiviertelpark gesprochen. Vor allem mit dem Bau der Top-Attraktion Tower of Terror, eine Attraktion, die auch in den anderen Disney-Parks maßgeblich zu hohen Besucherzahlen beiträgt, und dem an den beliebten Film Findet Nemo angelehnten Crush Coaster im neu hinzugekommenen Bereich Toon Studios sollte dieses Ziel erreicht werden. Doch auch da wurde wieder gespart. Crush Coaster bekam statt ursprünglich geplanten 2 Strecken nur eine, was bis heute zu massiven Kapazitätsproblemen führt.
2008 kletterten die Besucherzahlen des Resorts erstmals auf über 15 Millionen und die Euro Disney SCA konnte endlich einmal wieder schwarze Zahlen schreiben. Es ging bergauf. Weitere Neueröffnungen in den Studios wurden in Angriff genommen und so konnte unter anderem das Toy Story Playland mit neuen Attraktionen im Sommer 2010 seine Tore öffnen. Im Laufe der Jahre kamen neue Shows und Attraktionen hinzu, wie der Place de Remy mit dem Dark Ride Ratatouille, der 2014 eröffnet werden konnte. Da die Hotelskapazitäten inzwischen nicht mehr ausreichten, um allen Gästen eine adäquate Unterkunft in direkter Nähe zu den beiden Disney-Themenparks anzubieten, wurden erneut Kooperationen mit verschiedenen Hotelketten geschlossen. Zum einen eröffnete in den Jahren 2003 und 2004 die bereits vorhin erwähnten Hotels in Val de France, die heute als offizielle Disney-Partner-Hotels bezeichnet werden. Dazu kamen 2 weitere Hotels am Golfplatz. 2007 wurden außerdem Vereinbarungen zwischen Pierre Vacances, dem Betreiber von Center Parks, und Disney für ein neues Projekt, die Village Nature, getroffen. Nach mehreren Verzögerungen konnte die Village Nature schließlich im Sommer 2017 eröffnet werden. Es handelt sich dabei um einen Centerpark mit großem Freizeitbad, der Aqua Lagoon und einem umfassenden Freizeitangebot, wie es für Centerparks typisch ist. Diese Anlage soll in Zukunft noch deutlich ausgebaut werden. Auch im Disney Village hat sich im Laufe der Jahre einiges getan und das Angebot wurde erweitert. So haben dort in erster Linie neue Restaurants eröffnet, unter anderem das King Ludwig's Castle, aber ebenso Filialen der Ketten Starbucks, Vapiano, Five Guys und Earl of Sandwich. Im März 2022 wurde angekündigt, dass das Disney Village einem mehrjährigen Umbau- und Ausbauplan entgegenblickt, der Ende 2022 beginnen soll. 2017 stand der 25. Geburtstag von Disneyland Paris an. Diesem Jubiläum ging eine groß angelegte Kampagne mit dem Titel Die Neuerfindung des Zaubers, Reinvent the Magic, voraus. Dabei handelte es sich um ein umfassendes Renovierungsprogramm, um das Resort im frischen Glanz erstrahlen zu lassen. Aufgrund der bereits mehrfach erwähnten finanziellen Engpässe war an vielen Stellen gespart worden, sodass einige Renovierungen nur oberflächlich ausgeführt oder ganz ausgelassen wurden. Das war die erwähnte Milchmädchenrechnung und auf Dauer konnte dies kein Zustand sein. Daher kam die harte Entscheidung, im Zeitraum von rund 2 Jahren weite Teile des Resorts vollständig zu überarbeiten und zu renovieren. Besucher des Resorts mussten von 2015 bis Anfang 2017 teils deutliche Einschnitte im Unterhaltungsprogramm und bei den Attraktionen verkraften. Zeitweilig waren mehrere Top-Attraktionen gleichzeitig geschlossen, weil weite Teile des Disneylands hinter Bauzäunen verschwanden. Anlässlich des 25. Geburtstags wurde den Gästen von Disneyland Paris aber dann einiges Neues geboten. Die meisten Gebäude erstrahlten in frischem Glanz und im Disneyland Park gab es mit Disney Stars on Parade eine neue, eindrucksvolle Parade und mit Disney Illuminations eine spektakuläre Abendshow am Dornröschenschloss. In das Jahr 2017 fällt auch die Übernahme der Euro Disney SCA durch den Mutterkonzern The Walt Disney Company. Damit sollte unter anderem die komplizierte Finanzstruktur des Resorts bereinigt werden und Entscheidungen leichter zu fällen sein. Außerdem waren schon zuvor die Kredite der Banken von der Walt Disney Company übernommen worden, um die erdrückende Schuldenlast, die immer noch bestand, trotz aller Verbesserungen von der Euro Disney SCA zu nehmen. Schon wenige Monate nach der Übernahme kündigte Bob Iger, der damalige CEO der Walt Disney Company, am 27. Februar 2018 im Rahmen eines Gesprächs mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen umfassenden Erweiterungsplan für Disneyland Paris an, der zum überwiegenden Teil den Ausbau des Walt Disney Studio Parks betrifft. Bis 2025, so der damalige Plan, sollte es 3 neue Themenbereiche in den Walt Disney Studios geben. Marvel, Frozen und Star Wars sollten zukünftig Besucher nach Paris locken. Der Marvel-Bereich, heute unter dem Namen Avengers Campus bekannt, sollte den Backlot-Bereich des Parks ersetzen. Die beiden anderen Themenländer sind auf bisher ungenutzten Flächen vorgesehen. Mit dem Ausbau der Studios sollte dieser Park endlich zu einem weitestgehend vollwertigen Themenpark werden, in den die Gäste einen ganzen Tag zubringen können. Gleichzeitig sollten neue Besuchergruppen angesprochen werden, die bisher weniger mit Disney anfangen können, aber sich im Marvel-Universum oder bei Star Wars gut aufgehoben fühlen. In diesem Zusammenhang steht auch die Umgestaltung des ursprünglichen Hotel New York, das im Sommer 2021 als Disneys Hotel New York The Art of Marvel eröffnet wurde. Wenn ihr das Hotel noch nicht live gesehen habt, dann schaut euch doch unser Video an. Einen Link dazu blende ich euch jetzt ein. Seit diesen Ankündigungen 2018, immerhin mehr als 4 Jahre jetzt her, ist vieles geschehen. Allerdings nicht annähernd so viel in den Parks, wie wir uns erhofft hätten. Denn seit 2020, was so niemand auf dem Schirm hatte, wurde die ganze Welt von einer Pandemie lahmgelegt. Am 15. März 2020 musste Disneyland Paris seine Parks, die Hotels und das Disney Village wegen Corona schließen. Genau 4 Monate später, am 15. Juli, konnte die Wiedereröffnung stattfinden.
allerdings immer noch unter Einschränkungen und vielen Auflagen. Und schon am 30. Oktober hieß es dann erneut: Aus, Schluss, vorbei, der Vorhang fällt. Disneyland Paris musste erneut schließen, dieses Mal für noch viel längere Zeit, denn erst am 17. Juni 2021 durfte wieder geöffnet werden. Nicht nur die Gäste mussten in dieser Zeit auf den Besuch des beliebten Resorts verzichten, viele Castmember traf das alles sehr, sehr hart und auch hinter den Kulissen kam es zu unvorhergesehenen Situationen. So gingen viele Projekte gar nicht oder nur sehr schleppend voran. Die Eröffnung von Disneys Hotel New York The Art of Marvel verzögerte sich wegen der Corona-Pandemie und konnte erst im Sommer 2021 stattfinden. Der neue Marvel-Themenbereich im Walt Disney Studios Park, der Avengers Campus, hat sich ebenfalls verzögert und öffnet im Sommer 2022 als erster der neuen Bereiche der Studios-Erweiterung. Inzwischen leben wir mit Corona, passen uns an, so gut es geht, und fahren auch wieder nach Disneyland Paris. Es hat seit seiner Eröffnung am 12. April 1992 schon viele Auf- und Abs überstanden. Oft gleicht seine Geschichte einer wilden Achterbahnfahrt, aber genau aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass es auch in Zukunft weitergehen wird und das Resort irgendwann wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen kann. Die Bauarbeiten am neuen Frozen-Bereich im Walt Disney Studios Park laufen. Wenn nichts dazwischen kommt, wird dieses Themenland, das Arendelle gewidmet ist, 2024 eröffnen können. Auch das Disneyland Hotel wird derzeit renoviert und ist deshalb vollständig geschlossen. Es erhält ein Prinzessinnen-Theming. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, braucht es noch etwas Geduld, aber 2023 sollte es dann damit auch soweit sein und Übernachtungen im Disneyland Hotel sollten wieder möglich sein. In der Zwischenzeit können wir uns am Programm zum 30. Geburtstag von Disneyland Paris erfreuen. Falls ihr noch keinen Überblick über die verschiedenen Shows und Neuheiten habt, dann schaut euch unser Video dazu an. Einen Link dazu blende ich euch jetzt ein. Im März 2022 wurden Pläne zur Umgestaltung und Erweiterung des Disney Village angekündigt. Es sollen neue Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entstehen und auch ein erweitertes Unterhaltungsprogramm soll angeboten werden. Den Auftakt macht die Umgestaltung des Café Mickeys zur Brasserie Rosalie, mit der Ende 2022 begonnen werden soll. Stillstand gibt es aktuell also in Disneyland Paris nicht, auch wenn wir uns alle sicherlich noch etwas mehr Bewegung wünschen würden. Aber dennoch folgt das Resort dem Grundgedanken Walt Disneys, der einmal sagte: Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long there is imagination left in the world. Damit bezog er sich natürlich auf das Disneyland Anaheim, aber heute lässt sich diese Aussage auf alle Disney-Parks der Welt übertragen. Und vielleicht, oder hoffentlich, bezieht sich das bald auch wieder auf den Disneyland Park, der ganz dringend eine oder mehrere neue Attraktionen bräuchte. Lasst uns in diesem Sinne aber positiv in die Zukunft schauen, ohne dabei die Vergangenheit aus dem Blick zu verlieren. Mit diesen Worten möchte ich dieses Video nun beenden. Danke, dass ihr zugeschaut habt, auch wenn es heute mal wieder etwas länger wurde. Wenn euch dieser Rückblick auf 30 Jahre Disneyland Paris gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es nicht schon längst erledigt habt, dann klickt doch noch den roten Abo-Button und direkt im Anschluss auf die graue Glocke. Das hilft unserem Kanal wirklich weiter und ihr verpasst keines unserer Videos. Win-win, oder? So, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf geht's zum 35. Geburtstag von Disneyland Paris.